Eine brandneue, bisher unveröffentlichte Liveaufnahme von Elvis Presley aus dem Jahr 1956 rüttelt derzeit die Elvis-Welt auf. Alle Infos, mein Review, mein Unboxing dazu nach dem Intro. Elvis Presley. Eine neue Ausgabe von In Vinyl Veritas. Elvis liegt an, liebe Freunde, und zwar mit einer brandneuen Veröffentlichung des Memphis Recording Service, ein bislang unveröffentlichtes Elvis-Konzert. Elvis on Fire in Toledo 1956. Darum soll es heute gehen in diesem Video. Bevor wir aber einsteigen, kommen wir zunächst zur Auflösung der Frage der Woche, die ich in meinem letzten Video gestellt habe. Die Frage der Woche an euch lautet: Wann fand die letzte Elvis-Session gemeinsam mit den Jordanaires statt? Die richtige Antwort kam von Steve Grayson. Er hat nämlich geantwortet, die letzte gemeinsame Aufnahmesession, gemeinsam heißt Elvis und die Jordanaires waren gemeinsam im Studio, fand tatsächlich im Januar 1968 statt, vom 15. bis 17. Januar. Der Soundtrack zu Stay Away Joe wurde aufgenommen und unter anderem auch der Song US Mail. Und dieser US Mail Song war der letzte Song, den Elvis gemeinsam mit den Jordanaires im Studio aufgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch an Steve Grayson. Auch am Ende dieser Episode wird es wieder eine Frage der Woche geben, bleibt also dran. Ja, bevor wir zum eigentlichen Unboxing kommen und zu meinem Review, erstmal ein paar Infos zum Background, zum Hintergrund dieser Show, die wir ganz neu jetzt bekommen. Elvis befand sich im November und Dezember auf einer Tournee. Er war am 28. Oktober das vorläufig letzte Mal in der Ed Sullivan Show aufgetreten. Erst im Januar 57 kehrte er dorthin zurück. Und was die große, für ihn neue Sensation eigentlich war, sein erster Kinofilm, der hatte Premiere am 21. November in den USA-weiten Kinos. Und einen Tag später befand sich Elvis in Toledo, Ohio, einer Stadt, in der er in seiner ganzen Karriere nur zweimal spielte. Einmal am 22.11.1956 mit 2 Shows, eine am Nachmittag um 14 Uhr und eine am Abend. Und dann kehrte er in diese Stadt nur noch ein einziges Mal zurück, ziemlich am Ende seiner Karriere im April 1977, also 21 Jahre danach. Als Elvis in Toledo, Ohio dieses Konzert gab, da war gerade sein Song Love Me Tender auf Platz 1 in den US Billboard Single Charts, also mehr geht eigentlich gar nicht wie zu dieser Zeit. Das heißt, das Publikum in Ohio war heiß auf Elvis. Er war der angesagte Topstar dieser Tage, dieser Zeit. Und so entsprechend füllte sich auch die Halle mit 13.000 laut kreischenden, überwiegend weiblichen Fans, die Elvis in diesem Konzert beiwohnen wollten. Das Konzert selbst fand in der Toledo Sports Arena statt, eine Halle, die im Jahr 1947 gebaut wurde und tatsächlich bis zum Jahr 2007 stand. Dann wurde sie leider abgerissen, sodass man das Gebäude heute nicht mehr ansehen kann. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Veröffentlichung vom Memphis Recording Service. Ich bedanke mich wieder beim TCP Shop, bei Michael Bonn, der mir vorab wieder die Veröffentlichung hat zukommen lassen, dass ich sie für euch besprechen kann. Aber jetzt zum Unboxing. So, wir sehen hier die Vinyl-EP mit der CD. Ich klappe mal auf. Ihr seht innen Bilder aus Toledo, Ohio. Es wurden sehr, sehr viele Fotos gemacht, nicht nur vom Konzert selbst, sondern auch von der Backstage-Geschichte. Hier sehen wir zunächst mal die aufgeklappte Hülle und ich habe die CD jetzt herausgenommen. Hier die Vorderseite, Elvis Presley on Fire in Toledo, Ohio.
Und ich gebe die CD wieder rein in die Hülle. Alles gut verpackt hier. So, und jetzt nehme ich mal die Vinyl-EP aus der Hülle heraus. Wir haben eine Plastikhülle mit dabei. Naja, gut, da gibt es bessere, aber besser als nichts, wollen wir nicht zu kritisch sein. Das ist die A-Seite. Ich habe übrigens die Fassung in pinken Vinyl. Es gibt auch noch grün, kann man auch bestellen. Und hier die B-Seite dazu. Ja, und jetzt packe ich die EP wieder in die Hülle hinein. So, jetzt sehen wir hier die Rückseite mit der Titelauflistung, Side A, Side B. Und noch einmal die Titelauflistung auf der Single EP. So, bevor wir jetzt in die Show reingehen und uns ein paar kleine Ausschnitte anhören, muss man zunächst mal Folgendes dazu sagen. Wie ihr gesehen habt, ist es wieder ein mittlerweile bewährtes Veröffentlichungskonzept von MRS, eine Vinyl-EP zu veröffentlichen, gleichzeitig mit einer Single. Das hatten wir auch schon bei Welcome Home Elvis und bei Follow the Dream. Ich persönlich finde dieses Format gut, denn man bekommt beides für das Geld. Und ich persönlich bin ja mehr der Vinylsammler, aber höre natürlich auch CDs und freue mich, dass ich beides jetzt sozusagen miteinander bekommen habe. Kommen wir nun zur Veröffentlichung selbst. Auf Seite A bekommen wir zunächst ein Interview. In dieses Interview hören wir mal kurz rein. Welcome to Toledo. Thank you, sir. Nice being here. Fine. What do you think is your favorite record that you've made so far, Elvis? Well, the one I like was Don't Be Cruel. Ron Ross vom Radiosender WOWO interviewt Elvis. Das geht etwa 2 Minuten und dann hören wir den ersten Titel aus der Show und das ist Heartbreak Hotel, Elvis' erster Nummer 1 Hit. Wir hören mal kurz rein. Auf Seite B bekommen wir die 2 weiteren Titel, die aufgezeichnet wurden. Da ist zum einen Long Tall Sally. Und Don't Be Cruel. Für mich persönlich ist Don't Be Cruel das Highlight dieses Konzerts. Denn was mir besonders gut gefällt, ist, dass Elvis hier das Tempo ziemlich herausnimmt. Er bringt den Song langsamer, als wir das sonst von ihm gewohnt sind. Er ist in etwa bei der Studioaufnahme sogar noch etwas langsamer. Er ist deutlich langsamer als bei der Ed Sullivan Show wenige Wochen vorher. Ich finde aber, das tut dem Song gut. Es ist eine sehr swingende, eine sehr happy Version, sag ich mal. Kommt sehr entspannt daher, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Don't Be Cruel ist nicht vollständig, incomplete steht auf dem Cover. Das bezieht sich aber nur auf den Anfang. Der Anfang fehlt, aber wir hören, ich sag mal, 3/4 des Songs hören wir sehr gut und wir hören vor allem den Song bis zum Schluss. Don't Be Cruel. Man muss dazu sagen, dass bei allen Songs die Aufnahmequalität insgesamt natürlich
schon von der Originalquelle her sehr, sehr schlecht war. Man hat sich aber sehr viel Mühe gegeben, das Material zu restaurieren, ohne dass man jetzt, ich sag mal, die Authentizität der Ursprungsaufnahme verfälscht. Eine Herausforderung war es allerdings, den Radiokommentar, offenbar wurde die Show im Lokalradio übertragen, herauszuschneiden. Aber mit heutigen technischen Mitteln ist das möglich, allerdings muss ich dazu sagen, man hört das auch auf der Aufnahme. Ja, liebe Freunde, 12 Minuten und 10 Sekunden ist natürlich nicht gerade sehr viel Material, aber mehr ist halt auch nicht vorhanden. Aber immerhin bekommen wir eine völlig unveröffentlichte Konzertaufnahme aus einer Zeit, in der es überhaupt nicht üblich war, Konzert- oder Live-Aufnahmen zu machen. Insofern ist es ein Dokument von historischem Wert, überhaupt keine Frage. Ich finde, die Restaurierung ist gut gelungen und sollte meiner Meinung nach jeder Fan in seiner Sammlung haben. Ja, kommen wir zur neuen Frage der Woche. Hat direkt mit unserem Thema dieser Episode zu tun. Ich hatte vorhin gesagt, Elvis war nur zweimal in Toledo, Ohio, einmal 1956, die Show, die wir heute besprochen haben, und dann noch einmal am 23. April 1977. Die Frage der Woche an euch lautet: Such an easy question. Why can't I get an answer? In welcher Halle fand das Konzert am 23. April 1977 in Toledo, Ohio statt? In welcher Halle fand das Konzert am 23. April 1977 in Toledo, Ohio statt? Viel Spaß beim Recherchieren und beim Raten und ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren drin. Es wird schon sehr bald weitergehen mit neuen Videos. Die Themen sind da. Ich werde auch wahrscheinlich demnächst Gäste einladen in meine Show, in meine Videos. Lasst euch einfach überraschen. Was sehr bald kommen wird, wird die Besprechung sein zu der neuen Follow the Dream Vinyl Moody Blue, ein Re-Release. Und wir werden uns auch befassen mit einer neuen Reihe, die sich beschäftigen wird mit Classic-Album-Reviews, also klassische Elvis-Alben, besprochen von mir gemeinsam mit einem Talkgast. Freut euch darauf. In diesem Sinne, Dankeschön, ciao und servus. Euer Gerd, long live the King. Naja, haben wir es wieder. Aber war ein schönes Ding, ne? Denke ich, da ganz gut gepasst, oder? Ja, gell?